Heute zaubern wir in einen Golf 7 ein neues Frontlautsprechersystem ein, samt Türdämmung und die Informationen, wie das alles auseinandergebaut wird und wieder zusammengebaut wird. Und das sogar noch für die hinteren Lautsprecher auch noch. Also bleibt dran! Also Leute, wir sind jetzt hier in Teil 2. In Teil 1 haben wir ja bereits in diesem Golf 7 eine Nachrüstung gemacht mit einer 5-Kanal Mini-Endstufe, die aber sowas von einem geilen Sound jetzt in das Auto zaubert auf die Originallautsprecher. Und wir haben ja da auch einen Subwoofer noch mit nachgerüstet. Also das Ergebnis war schon mal echt sensationell. Und jetzt machen wir da noch einen obendrauf. Und zwar machen wir jetzt einen Austausch der vorderen Lautsprecher und der hinteren Lautsprecher für die neuen Option-Lautsprecher für den Golf 7, die extra dafür vorbereitet sind, dass die Installation für euch einfach ausfällt. Und wir zeigen euch, wie wichtig das ist, die Türdämmung richtig zu machen, damit das alles nicht mehr klappert, wie es eben auch vorher war im Originalzustand. Und genau um das geht es jetzt in diesem Video. Ich darf euch jetzt die zwei Hauptdarsteller von diesem Video vorstellen. Und zwar ist es einmal das komplette Option-Frontsystem für den Golf 7. Das beinhaltet zwei 16 cm Tieftöner mit dem passenden Unterbau, damit es perfekt reinpasst. Wir haben die passenden Stecker schon mit dran, also man muss da gar nichts machen, einfach nur zusammenstecken. Das gleiche gilt für den Hochtöner. Der Hochtöner kommt in die A-Säule ja mit rein, ihr werdet das im Video jetzt alles gleich detailliert sehen. Der ist auch schon ausgestattet mit dem passenden Steckmodul. Und ja, Näheres erklären wir dann während dem Video, was die Weiche hier betrifft, aber alles wird nur angesteckt. Und wir haben im Set natürlich auch mit dabei einmal eine Rolle Bitumenband. Wir haben 3 solche Dämmmatten für die Dämmung der Türen mit drin fürs Frontsystem, also praktisch 1,5 pro Seite. Und wir haben eine Dämmschaummatte, ein Biplast von Option, das dann auch noch die Türe ebenfalls akustisch ruhig stellt. Da reicht uns eine komplette Matte für beide Türen. Ihr werdet es im Video sehen. Und wir haben natürlich für alle, die sowas nicht daheim haben, weil den Hochtöner müssen wir mit Heißkleber fixieren, eine Heißklebepistole samt 2 Kunststoff-Heißklebesticks mit im Lieferumfang mit dabei, samt einem kompletten Torx-Kit, weil ihr werdet Torx-Schraubenzieher brauchen, um die Türverkleidung wegzumachen, und natürlich unser Remover-Tool-Kit, damit ihr kratzerfrei die Türverkleidung oder andere Elemente vom Fahrzeug entfernen könnt. Das ist alles im Frontlautsprecher-Set für den Golf 7 dabei. Das Set für hinten haben wir uns gedacht, naja, also wer das hintere System einbaut, hat wahrscheinlich jetzt auch schon das vordere System eingebaut und hat natürlich das ganze Werkzeug schon. Oder er kauft beides zusammen, dann ist das Werkzeug auch schon da. Hier beschränken wir uns auf die neuen Tieftöner, auf die neuen Hochtöner, samt Einbaukit und Dämmmaterial, samt einer Rolle Bitumenband natürlich wieder mit dazu. Das ist das Hecklautsprechersystem für den Golf 7 von Option. Die Hammer-Variante ist natürlich die Kombination aus allem zusammen, unserem mega 5-Kanal-Verstärker, dem Subwoofer, Frontsystem, Hecksystem, Dämmung, Werkzeug, alles tutto kompletti beieinander. Damit es so richtig arschgeil klingt, haben wir euch ein Komplettset zusammengebaut, wo einfach alles drin ist. Das könnt ihr mit einem Klick kaufen. Und jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen, jetzt bauen wir es zusammen ein. Leute, dann bauen wir jetzt die A-Säulenverkleidung weg. Und ja, da gibt es schon den ein oder anderen Trick. Wir können das jetzt mal hier oben entriegeln. Also grundsätzlich sind jetzt 3 Clips, einer hier, einer hier, einer hier. Und die oberen 2, die haben einen Widerhaken drin. Also so einfach geht es jetzt gar nicht weg. Also die A-Säule ist quasi schon gelöst, aber ich kann sie trotzdem nicht wegnehmen. Wir müssen aber ganz ran, also müssen wir sie wegnehmen. Und dann kommt er jetzt mal zu mir rüber und ich zeige euch hier was. Es ist nämlich so, dass hier drunter der Airbag-Sack ist. Also hier, seht ihr, das Ding ist der Airbag-Sack. Steht von außen jetzt bei dem Golf gar nichts drauf. Aber das heißt, ihr müsst bitte mit einem stumpfen Material unter dem Airbag-Sack reinfahren und von da aus dieses entriegeln, was ich gerade gemacht habe. Ansonsten können wir jetzt mit einer Flachspitzzange
von unten, unter dem Sack, also wir berühren den Sack gar nicht, ja, können wir da reinfahren und den Clip nach oben rausschieben. Also ich mache jetzt den draußen. Ja, genau. Ich mache das jetzt einfach mal so, weil dann zeige ich euch gleich, wenn wir, da ist der nächste, da kann man unten rein, den Sack auf die Seite und nach oben ziehen. So, das war's. Und jetzt ist der lose. Jetzt machen wir ihn mal raus. Und da muss man auch unten wirklich ein bisschen mit Schmackes ziehen. So, und da können wir auch jetzt abstecken, unseren alten Hochtöner. Dann zeige ich euch jetzt den A-Säulen-Entfernungstrick. Weil schaut ihr, hier sind die zwei Klammern drin, die jetzt noch hier oben drin stecken. Und nur die da dran, das ist eine ganz normale Klammer. Das ist auch zur Führung und so weiter. Soweit ist es weg. Und was ich jetzt gemacht habe, ist mit dem, ganz am Anfang, mit dem stumpfen Teil hier hinterm Airbag-Sack, ja, das rausgeklippt. Erstmal bis zu der Position, da oben natürlich genauso. Und dann bin ich von unten mit der Flachspitzzange unten durch und habe den, das ist nämlich die normale Position. Und jetzt kann man das Ding so nach oben ziehen und ich ziehe dann automatisch den Clip aus der Halterung raus. Und jetzt können wir auch mit der Zange direkt dran gehen. Genau. Und die Clips jetzt aus der A-Säule rausmachen. So, einmal. Und jetzt können wir die zwei Clips schon mal wieder da reinmachen, wo sie später wieder hingehören. Weil wenn ich sie das nächste Mal wieder richtig ansetze, dann kommt praktisch erst der Widerhaken, kommt rein und dann klippt er her richtig rein. Und dann bleibt es ja auch so. Aber bei jedem Mal wieder entfernen, muss man genau die Prozedur machen. Diese komplette Hochturneinheit liegt ja im Lieferumfang für das Lautsprechersystem für den Golf 7 dabei. Und das ist der alte Hochtöner, der jetzt zu entfernen ist. Und dazu brauchen wir eigentlich nur einen Schraubenzieher und können mal da unten reinfahren, weil das Ding lässt sich irre leicht rausbrechen. So, Weggerleck. So, den nächsten schon nehmen, das war's. So schaut es aus, wenn der Hochtöner entfernt worden ist. Und den können wir ja getrost auf die Seite legen. Wir haben jetzt unsere neue Hochturnvorrichtung mit Frequenzweiche, alles integriert zum Anstecken mit dem passenden Stecker für den Golf 7. Und wir haben für euch jetzt hier noch vorbereitet zwei verschiedene Varianten, wie laut der Hochtöner spielen soll. Also unsere Standardausstattung, so wie wir es ausliefern, ist minus 3 dB ist der Hochtöner, damit der nicht so scharf klingt. Aber es gibt ja Leute, die sagen, boah, ich höre eh nicht mehr so richtig gut die Hochtöne oder ich stehe auf starke Hochtöne. Der kann ja dann den Hochtöner umstecken, das rote Kabel hier aus der alten Steckerverbindung raus und in die andere rein. Und dann habe ich 0 dB, das heißt, er ist um 3 dB lauter. So, aber erstmal Standard. Und so können wir das dann einbauen. Im Lieferumfang von unserem Golf 7 Option System ist auch gleich eine Heißklebepistole mit 2 Kunststoffklebern mit dabei, damit ihr genau das, was ich jetzt mache, perfekt nachmachen könnt, weil dieser Hochtöner, der kommt jetzt hier oben drauf. So, das Gitter steht vorne an, da kann also nichts passieren. Hier, Gitter ist hier vorne dran und da kommt jetzt Heißkleber drüber. Dadurch, dass ich Heißkleber oft benutze, haben wir natürlich eine andere Heißklebepistole, aber die andere macht genau die gleiche Wirkung. Und jetzt können wir hier Heißkleber reinlaufen lassen. So, hier drüben noch ein bisschen, dann schaut das schön aus. Das war's mit dem Hochtöner. Wenn wir den Stecker natürlich zusammen machen, klick, und das Ganze hier vorne drinne verstauen und unterbringen die Kabel. So, das war's auch schon und jetzt können wir das Ganze wieder einfügen. Beim Raus- und auch wieder reinmachen ist es wirklich, im ersten Moment denkt man, das ist krass, wie schwer das geht. So richtig klippen tut es nicht, aber ihr müsst tatsächlich in der Führung hier sein und das Ganze beim Rausziehen mit schon ein etwas schmackes Gewalt und beim Reinmachen genauso wieder. Weil wir müssen über diese Kante hinweg und die schaut im ersten Moment so aus, wie wenn das gar nicht geht. Aber das geht. So, hier reinarbeiten und nach unten drücken. Jetzt, schau. Und jetzt bin ich auch drin. Jetzt arbeiten wir uns mit den Clips von dem untersten bis zum obersten hier rein. Sie bringen mal die ganze A-Säule
an die richtige Position. Und jetzt können wir von oben auch hier reingucken und die Pins richtig einführen. So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 ist drin. So, und jetzt, das war's. Gummi an der Seite wieder schön hinmachen. Unser 16er Lautsprecher, der muss ja jetzt hier in die Türe, also als nächstes, juhu, die Türverkleidung weg. Da unten gibt es extra so eine Mulde, da kann man mit unserem Entriegelungswerkzeug reinfahren und das Ganze hier entklippen. Und drunter befindet sich hier eine Torx, eine 30er, und da unten drin ist auch nochmal eine 30er Torx. Hier unten drin ist eine 10er Schraube, die wir um 90 Grad drehen müssen. 90 Grad, also so. Und damit entriegeln wir das Ganze hier. Und jetzt können wir mit unserem Entriegelungswerkzeug an der Seite reinfahren und die Clips ringsrum lösen. So, genau. Und bei dem Clip hier hört er auf. Der da oben, der geht jetzt nicht raus. Das heißt, die ganze Türverkleidung muss in dem Fall jetzt nach oben geschoben werden. Und dann haben wir sie in der Hand. Das ist nur so ein Schiebeelement. Innerhalb der Türverkleidung müssen wir dann noch die Entriegelung wegmachen, also nur einen Clip. Und hier haben wir auch noch mal ein paar Steckerchen, die wir wegmachen müssen. Die sind ja ganz easy zum Wegmachen. Und hier drunten von der LED-Leuchte auch noch. So, und dann haben wir hier noch was in der Mitte drin. Das ist unser Fensterheber. Hier unten muss das Rote entriegelt werden. Und jetzt können wir das hier eindrücken. Ne? Klick und rausziehen. Also das ist unser Entriegler hier, der schwarze kleine. Wenn beim Entklippen bei der Türe tatsächlich auch ein Clip übrig bleibt, also nicht übrig bleibt, sondern stecken bleibt, das ist kein Problem. Ihr fahrt mit dem Entriegelungswerkzeug hier unten rein und entriegelt es, dann kann man das wieder rausnehmen und an die entsprechende Position hinmachen. So, und schon haben wir die ganze Türverkleidung wegmontiert. Jetzt haben wir hier unseren Anschlussstecker von unserem Tieftöner, den wir jetzt auswechseln, also abstecken, und das ist genietet. Das heißt, wir bohren das auf und machen die Köpfe weg. So. Dann können wir den Lautsprecher hier wegnehmen und auf die Seite tun. Mit einer Beißzange können wir den vorderen Kopf hier halten und abzwicken, und mit dem Finger halten wir da hinten das andere Stück dagegen, und das können wir nämlich jetzt rausklopfen. Die abgezwickten Teile sind jetzt recht leicht durch zum Klopfen, das heißt, da nehmen wir nur, das könnt ihr mit dem, schau mal, das so easy geht das raus, so dass halt hinten nichts reinfällt. So, gleich wegnehmen und die Löchchen ausräumen. Nachdem wir jetzt alles weggebaut haben, kommen wir zum Türe dämmen, und da kann man ja mal anfangen, die Serviceklappe hier aufzumachen. Die kann man hier recht gut auf die Seite hängen und das Außenblech einfach mal von ab jetzt zu dämmen, so gut es geht, so gut wir hinkommen. Übertreibt es nicht, die Matten sollen ordentlich drauf sein. Naja, mit dem Betreiben meine ich es jetzt nicht so arg, dass ihr das nicht tun solltet, aber eben nicht irgendwo die Platten hinlegen, wo sie nur leicht dran sind und dann von alleine irgendwann wieder wegfallen. Ihr müsst überall gut drankommen. Und hier oben, da kommen wir nun mal richtig gut dran. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, kleine Platten nehmen. Im Set für die vorderen Lautsprecher liegen 3 Dämmmatten mit dabei. Das heißt, wir nehmen jetzt 1,5, ja, und die verarbeiten wir jetzt schön an der Türe. Einmal hinten an den Außenflächen dran, so gut es geht. Und dann natürlich hier draußen noch. Dadurch, dass wir da schon einige Videos gemacht haben, wo ihr euch da anschauen könnt, machen wir das jetzt einfach nur im Schnellverfahren, und ihr dürft mir ein bisschen über die Schulter schauen. Ein wichtiger Hinweis für euch Golf 7 Fahrer für diese Serviceklappe: Wenn die einfach drin ist, die ist zwar nur aus so einem komischen Gummiplastik, aber die scheppert. Ihr müsst unbedingt, deswegen legen wir euch auch nochmal insgesamt 2 Meter Bitumenband mit rein, damit ihr das alles hier schön machen könnt und am Bitumenband es nicht fehlen sollte. Ihr macht hier eine hauchdünne Schicht von Bitumen hier drauf, damit das nachher richtig, naja, fast verklebt ist, aber das ist ja kein
kein Klebstoff, sondern nur ein Haftstoff. Und deswegen kann man die Serviceklappe ja jederzeit wieder aufmachen. Aber solange die zu ist, ist die halt einfach auch zu und klappert auch nicht. Und die macht jetzt nichts mehr. Bevor wir jetzt hier vorne weiter dämmen, ist jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, den Lautsprecher hier reinzubauen. Und im Lieferumfang habe ich euch, also das ist ja eh schon alles hier für euch vorbereitet als Dämmstoff und als Dichtstoff schon drin. Und jetzt können wir hier das Ganze mit einer Schraube, die natürlich alles im Lieferumfang drin liegt, hier reinmachen und mit der Blechmutter hier hinten das Ganze gegenhalten. Das braucht ihr auch nur so anziehen, das hebt sich nachher von alleine, weil da hinten, da ist so eine Kante drin und da liegt die Mutter jetzt gleich dagegen und kann voll fest angezogen werden. Voll fest, hey. So, jetzt machen wir erstmal die anderen Schrauben noch halbwegs fest. Achtet bitte drauf, dass die Nut, die in dem Kunststoffteil drin ist, hier an der Stelle ist, wo auch das Kabel hier nachher rauskommen muss. An der Stelle hier. Jetzt können wir den Lautsprecher montieren und die Kabel an der besagten Stelle hier rauskommen lassen oder durchlaufen lassen. Weil da wird jetzt der Lautsprecher drüber geschraubt. Und zwar genau so. Und hier ist auch schon Dämmstoff für euch drauf. Alles schon vorgefertigt. Ihr braucht es nur noch zusammenschrauben. Jetzt kann man natürlich die zusammenstecken. Läuft. Da wir einiges an Dämmmaterial haben, können wir auch so kleine Streifen schneiden und direkt um den Lautsprecher das auch kleben, damit genau an der Stelle, wo der Schall entsteht und auch die Schwingung, auch sofort Gewicht drauf kommt, damit das so ruhig wie möglich bleibt. So, das muss ausgeschnitten werden. Genau. Zack, zack. So, die Türe ist jetzt erstmal gedämmt. Jetzt gehen wir zur Verkleidung über, weil die muss auch noch ein bisschen bearbeitet werden. VW hat ja schon hier einen akustischen Dämmstoff mit drauf gemacht. Den kann man aushängen, den werden wir nachher auch wieder drauf machen. Warum auf sowas verzichten, wenn es schon da ist? Wir machen jetzt hier mit dem übrigen Dämmmaterial, das uns aus quasi 1,5 Dämmmatten übrig geblieben ist, was jetzt auf der linken Türverkleidung ist. Das können wir natürlich genauso gut noch hier verarbeiten auf der Türverkleidung. Als allererstes mal drunter packen. Achtet bitte drauf, dass ihr auch beim Bekleben mit Dämmmaterial nicht irgendwelche Schraublöcher überklebt, weil da kriegt ihr nachher die Schraube nicht mehr vernünftig durch. Die zweite Komponente, die wir jetzt verwenden, ist unser Dämmschaum, unser Biplast. Das ist eine große Platte für 2 Türen. Das heißt, wir können das Ding mal in der Hälfte nehmen und das verarbeiten wir hier. Und bevor wir das verarbeiten, habe ich euch noch einen kleinen Trick. Da nehmen wir jetzt so einen ca. 7 cm breiten Streifen. Den benutzen wir nämlich für was ganz Besonderes. Kommt mal mit. Die Türverkleidung kommt ja hier über den Lautsprecher drüber, wo das Gitter dran ist. Und da ist ein bisschen Luft dazwischen noch, zwischen Lautsprecher und dem eigentlichen Ausgang, den Schallaustritt durch die Gitter. Und das probieren wir jetzt noch zu schließen mit unserem Dämmschaum, den wir jetzt hier so falten. Ja, also, dass das so eine nicht klebbare Stelle hier vorne wird. Und das Ganze, das kleben wir jetzt so drum, dass das so ein Dichtband gibt, oder wie sagt man dazu? Moritz? Ein Dichttrichter. Ein Dichttrichter. So, und dann haben wir jetzt hier einen schönen Abschluss. Wenn jetzt die Türverkleidung draufkommt, kann der Schall nur noch nach vorne ausweichen und verheddert sich quasi nicht hinter der Türverkleidung. Zumindest so gut wie möglich. Aber hinter der Türverkleidung machen wir jetzt schließlich noch weiter. Falls nämlich der Schall doch noch hier hinten praktisch dran ist, nehmen wir doch wieder dieses Biplast, den Schallabsorber, und kleben den direkt dahinter noch. Das heißt, wenn der hier rauskommt, dann
hammern, dann killmann. So, und jetzt können wir das nämlich hier schön draufkleben. So, und dann ist es nämlich da hinten auch ruhig. Jetzt können wir natürlich unseren alten Stoff vom... Oh, warte mal, da habe ich doch tatsächlich was überklebt, ja? Unseren Stoff vom VW wieder da drüber ziehen. Und dann machen wir die Türverkleidung jetzt wieder dran. Genauso wie wir sie weggemacht haben. Also von oben wieder reinsetzen. So. Ja, und jetzt einfach wieder einklicken. Schraube wieder umdrehen, 2 Schrauben rein, Deckel drauf, fertig. Letzter Klick. Klick. Das war's. Alter, da scheppert bei Weitem nicht mehr so viel wie vorher. Jetzt machen wir das gleiche nochmal auf der Beifahrerseite und dann haben wir das ganze Frontsystem wirklich im Schnellverfahren samt Dämmung gemacht. Und das ist auch absolut klangentscheidend. Vor allem gerade, weil wir jetzt ja die M5 DSP Endstufe hier mit im Auto haben und auch den Subwoofer. Und wir bieten euch ja jetzt machen wir gleich auch noch das Hecklautsprechersystem rein, damit ihr seht, wie das funktioniert. Das war ziemlich ähnlich wie vorne, aber naja, wir machen es einfach für hinten auch nochmal korrekterweise. Und wer sagt, ich möchte mir das Geld sparen, also ich würde eigentlich gerne nur die vorderen Lautsprecher und einen Subwoofer mit der Endstufe, kann ich euch auch sagen, das ist eine Top-Lösung. Also man könnte sich auch das Geld für hinten drin sparen, weil das vordere System klangentscheidend ist und das hintere System spielt halt mit. Aber wer sagt, jetzt fange ich schon einmal an, jetzt mache ich einfach alles, jetzt mache ich Frontsystem, Hecksystem, habe ja schon meine tolle Endstufe drin und einen Subwoofer, natürlich, jetzt bauen wir zusammen das Hecklautsprechersystem noch ein. Hinten geht es ganz genauso los wie vorne, hier einmal schön unten reinfahren und das Ganze entklippen. Genau. Und jetzt haben wir hier wieder eine Schraube. Da unten drin ist eine Lampe. Die kann man wegmachen und da unten ist diese eine Schraube. Und jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall eine Ratsche. So, halb drehen, Viertelumdrehung, Ende. Und jetzt können wir auch die Türverkleidung schon wieder wegmachen. Jetzt. Genau. Hängen wir den. Wer da hinten keine Lautsprecher installiert haben sollte, da haben wir auch bereits ein Video für euch, das verlinkt wir euch unten im Videobeschreibungstext, wo man auch sieht, wie man die Kabel hier durchs Fahrzeug führt. Und der Rest hier zu machen ist wirklich eigentlich jetzt exakt wie vorne. Ich mache das jetzt fertig und zeige euch einfach das Gesamtergebnis. So schaut es also aus, wenn hinten der 16er drin ist, die Türdämmung schon drauf ist und jetzt kümmern wir uns um die Türverkleidung und da ist ja auch der Hochtöner drin. Das ist bestimmt nochmal interessant für euch, wie wir den rausmachen und wie wir den neuen reinmachen, aber wir haben ja schon alles vorbereitet für euch. Der Hochtöner ist ja soweit schon vorbereitet, dass ihr das wieder so machen könnt mit dem etwas lauter machen, etwas leiser machen für den Hochtöner. Das habe ich ja beim Frontsystem schon erklärt. Und wir machen jetzt den hinteren ähnlich raus wie vorne. Der wird nämlich nur gebrochen. So, einmal, zweimal. Unser Hecklautsprechersystem für den Golf 7 ist so vorbereitet, dass jetzt hier beim Hochtöner kein Rahmen mehr drumherum ist, sondern der pure Hochtöner. Und den können wir direkt in diese 3 Sachen reinklemmen und mit Heißkleber ein bisschen fixieren. Wer sich ein reines Hecklautsprechersystem kauft, der sollte entweder so eine Heißklebepistole dabei haben oder die dazu bestellen. Weil wir gehen davon aus, wer ein Hecklautsprechersystem von Option reinbaut, der hat auch schon ein Frontsystem von Option drin. Und beim Frontsystem für Option von Option für Golf 7 ist auch eine Heißklebepistole mit 2 Klebesticks bereits dabei. Ich befestige jetzt noch die Kabel mit Dämmmaterial, dämme natürlich die restliche Tür, genau wie die vordere Türe und zeige euch nachher, wie es fertig ausschaut. Hochtöner dran, Stecker dafür auch vorgesehen, alles schön gedämmt. Bauen wir jetzt wieder an die Türe dran und dann haben wir schon den Soundcheck. So Leute, wir haben jetzt einen Frequenzgang, der mal wirklich richtig glatt gebügelt ist, ja, wie vom Bügeleisen gefalzt. Und natürlich für Bassambitionierte haben wir echt eine saubere
Steigerung hier gegenüber vorher und das merken wir jetzt auch hoffentlich. Und jetzt machen wir mal einen richtigen Soundcheck zum Hören. So, dann schauen wir mal, was hier so geht. Juhu! Alter Verwalter! Also Leute, ich habe ja vorher auch schon länger jetzt Probe gehört. Das war nur für euch noch kurz zum Mitnehmen für GEMA-freie Musik. Aber Leute, hier scheppert nichts mehr. Das ist alles total silent. Ruhig heißt es. Weil die Dämmung, die macht sich jetzt extrem bemerkbar. Und auch im Kickbass. Also das Ding, die 216er beziehungsweise auch die hinteren 216er, die machen auch noch so viel Bass. Das ist unglaublich, was da rauskommt beim Golf 7, jetzt mit unseren Optionslautsprechern, mit den 3 Ohm, also hier geht schon noch was ab. Die Gesamtlautstärke ist nochmal einen Ticken lauter und durch die ausgetauschten Hochtöner sind auch tatsächlich jetzt natürlich auch mit dem M5-Verstärker, mit dem DSP, es klingt sowas von seidig und angenehm und brillant, auch bei hohen Lautstärken. Die Stimmen, die sind so, also ich finde es Jetzt ist die Sache hier richtig rund. Wem die Subwoofer-Lösung hier so noch nicht gefällt und sagt, ich will da noch mehr haben, Bass, ja, für den haben wir jetzt nochmal ein Special Teil 3. Da kümmern wir uns jetzt nur noch um den Subwoofer und machen die ein oder andere Variante und schauen, was wir da noch rausholen können aus diesem kleinen Verstärker, aber mit einem anderen Subwoofer. Und ja, und damit ihr diesen Teil nicht verpasst, könnt ihr uns ja abonnieren, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt. Und ihr könnt uns natürlich auch gern mal auf Instagram folgen. Auf Facebook sind wir übrigens auch noch. Also, dann freue ich mich auf euch beim nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.